Hallo zusammen, heute werden wir bei Quotex handeln und sehen, wie eine zuverlässige Strategie mit dem Quotex-Indikator hier funktioniert. Möchten Sie, dass ich ein Video über eine bestimmte Strategie mache, aber es ist noch nicht da? Kein Problem. Gehen Sie zu meinem Telegram-Kanal und stimmen Sie für das Thema des nächsten Videos ab. Vielleicht ist Ihr Thema das nächste und neben den Umfragen gibt es genaue Handelssignale, effektive Strategien und Echtzeit-Livestreams. Verschwenden Sie keine Zeit, folgen Sie dem Link in der Beschreibung und verdienen Sie zusammen mit mir. Hallo Leute, heute in diesem Video zeige ich eine Strategie mit nur einem Indikator. Die Strategie ist so einfach wie möglich, aber gleichzeitig hat sie eine sehr hohe Erfolgsquote. Wenn Sie also lernen wollen, wie man heute handelt, empfehle ich Ihnen, sich dieses Video sorgfältig und bis zum Ende anzusehen. Der Link zu dem Worker, bei dem ich handle, ist in der Beschreibung. Also viel Spaß beim Anschauen. Und natürlich müssen wir zuerst unseren Indikator hinzufügen. Wir gehen zu diesem Abschnitt und fügen einen Indikator namens Quotex hinzu. Hier müssen wir die Farbe einer der Linien auf grün ändern. Außerdem empfehle ich, jede Linie ein zusätzliches Pixel hinzufügen. Also damit die Linien deutlicher werden. Machen wir es. Gut, jetzt wollen wir herausfinden, wie wir handeln können. Dieser Indikator liefert uns also bestimmte Signale, die eine Trendumkehr bestätigen. Entweder vom Abwärtstrend zum Aufwärtstrend oder vom Aufwärtstrend zum Abwärtstrend. Unsere Aufgabe ist es also, auf Überkreuzungen zu achten. Wenn wir eine Kreuzung sehen, bei der die grüne Linie die rote Linie von unten nach oben kreuzt, sagt uns das, dass der Trend zu einem Aufwärtstrend gewechselt hat. Wenn die grüne Linie die rote Linie von oben nach unten kreuzt, bedeutet es, dass der Trend von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend gewechselt hat und sich der Trend dementsprechend abwärts bewegt. Also ich hoffe, das ist klar. Und ich möchte Ihnen gleich einen Rat geben. Eröffnen Sie niemals Geschäfte mit dieser Strategie, wenn Sie ein solches Bild sehen. Es kommt oft vor, dass es keinen eindeutigen Trend auf dem Markt gibt und sich der Markt in einer bestimmten Spanne bewegt. In dieser Spanne können Sie eine große Anzahl von Signalen erhalten, aber Sie sollten ihnen keine Beachtung schenken, weil sie nicht in großem Umfang funktionieren. Also ja, ich hoffe, das ist klar auch. Deshalb sollten Sie nur dann Geschäfte eröffnen, wenn Sie einen bestimmten Trend erkennen, entweder nach oben oder nach unten. Nun lassen Sie uns zu Handelssystem übergehen. Übrigens, ich sehe gerade ein neues Abwärtssignal. Ich eröffne ein Geschäft nach unten für 1 Minute. Werfen wir einen Blick auf das, was wir hier sehen. Wir sehen gerade ein neues Signal, bei dem die grüne Linie die rote Linie von oben nach unten kreuzt. Dies ist ein Signal, dass der Trend von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend wechselt. Lassen Sie uns nun nach bestätigenden Faktoren Ausschau halten. Und als bestätigenden Faktoren kann ich darauf hinweisen, dass wir hier ein Widerstandsniveau hatten, das schließlich durchbrochen wurde und der Preis kehrte zu diesem Niveau zurück. Dieses Phänomen nennt man einen Niveau-Retest. Meistens geht die Bewegung danach weiter. Nun, als zweiten bestätigenden Faktoren kann ich anmerken, dass sich darunter eine bestimmte Unterstützungsmarke befindet, die der Kurs wohl anstrebt. Und sehen Sie sich nur an, was für eine solide Bewegung gerade stattfindet. Ich denke, dass diese Handel im positiven Bereich abschließen wird. Und wir werden $3.600 erreichen. Wie ich schon sagte, das Geschäft ist mit Gewinn. Lassen Sie uns nach anderen Serien Ausschau halten. Ich empfehle auch, dass Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Kerzenanalyse als bestätigenden Faktoren richten. Kerzen helfen uns nämlich dabei festzustellen, wer in einer bestimmten Marktsituation wirklich dominiert, betrachten also Verkäufer oder Käufer. Betrachten wir zum Beispiel diesen Punkt. Nehmen wir diese Kerze, es ist eine Gaskörperkerze und es ist klar, wer hier dominiert. Natürlich ist es der Verkäufer. Nehmen wir auch diese Kerze als Beispiel. Sie hat einen großen Schatten auf der Oberseite und einen kleinen Körper. Der große Schatten von oben sagt uns auch etwas über die Dominanz des Verkäufers, die diese Bewegung komplett zurückgekauft hat. Daraus können wir schließen, dass der Verkäufer hier eindeutig dominiert und versuchen wird, tiefer zu gehen. Also ich hoffe, das ist klar, Leute.
Jetzt also ein weiteres eindeutiges neues Signal und eröffnet ein 1 Minuten Abwärtsgeschäft. Wir sehen hier also im Grunde einen Abwärtstrend, bei dem die Tiefstände aktualisiert werden und die Höchststände nicht. Und wir sehen hier ein eindeutiges Signal, bei dem die grüne Linie die rote Linie von oben nach unten kreuzt. Dieses Signal sagt uns, dass sich der Abwärtsweg fortsetzt und der Trend von aufwärts zu abwärts wechselt. Als bestätigende Faktoren kann ich anmerken, dass es bestimmte Niveaus an der Unterseite gibt, zu denen es durchaus möglich ist, dass der Preis sterben wird. Also werfen wir auch einen Blick auf die Kerzen. Wir hatten Impulskerzen und Ganzkörperkerzen. Dies alles bestätigt die Stärke des Verkäufers. Ich habe also buchstäblich noch 5 Sekunden Zeit, bevor dieses Geschäft endet. Also, ich denke, ich werde aus ein sicheres Plus sein. Wie Sie sehen können, funktionieren die Signale des Indikators wirklich. Aber auch Ihr Geld wenden Sie nur an, wenn Sie bestimmte bestätigende Faktoren sehen. Während ich auf der Suche nach einer Situation bin, möchte ich Ihnen sagen, dass ich heute in meinem Telegram-Kanal eine kostenlose Handelssitzung abhalten werde, in der jeder von Ihnen meine Geschäfte kopieren und mit mir verdienen können. Wenn Sie also wirklich Gewinne erzielen wollen, dann folgen Sie dem Link in der Beschreibung. Also, ich sehe, dass wir hier ein neues Signal haben. Ich eröffne ein Geschäft nach unten für 1 Minute. Falls dieser Handel im Plus abschließt, erhalte ich $3.560. Also, in diesem Bild sehen wir, dass wir einen Aufwärtstrend für eine lange Zeit halten, aber nach der Annäherung an diese Ebene begannen wir zu bewegen nach unten. Wir haben hier eine Kreuzung, auch bei dem die grüne Linie die rote Linie von oben nach unten kreuzt, was darauf hindeutet, dass der Trend von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend wechselt. Und wenn wir uns die Kerzen ansehen, können wir feststellen, dass der Verkäufer hier eine relativ gute Bewegung mit vollflächigen Kerzen ausgelöst hat. Der Kurs bewegt sich jetzt also in der Nähe meines Einstiegspunkts. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob dieser Handel im Plus enden wird. Nichtsdestotrotz hoffe ich immer noch, dass die Bewegung nach unten stattfinden wird. Und das ist auch geschehen. Und wir nehmen unseren Gewinn mit. Mit dieser einfachen Strategie haben wir nur wenige Geschäfte eröffnet und jeder war erfolgreich. Dadurch haben wir übrigens unser Guthaben ganz schön erhöht. Das ist definitiv ein großartiges Ergebnis. Leute, stellen Sie sich vor, was passieren würde, wenn Sie mit mir handeln würden. Also, Leute, das war's für heute. Das ist das Ende dieses Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüssi, wir sehen uns in meinem nächsten Video.